Was passiert eigentlich mit Flugzeugen, die bei uns ausgedient haben? Wie können wir ein zweites Leben schaffen oder einen neuen Zweck gestalten? Genau darum geht es auch beim Swiss Recraft Collection Projekt. Jedes Jahr werden 700 Flugzeuge weltweit ausgemustert. Gleichzeitig schafft das auch Platz für eine neue Generation von Flugzeugen, die effizienter sind. Und das hilft uns, unsere Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Das Recrafting ist eine Komponente in einem ganzen Konzept, das wir entwickelt haben beim Phase-Out. Wir haben versucht, möglichst viel aus so einem alten Flieger zu machen im Bereich Reuse, Upcycling und Recycling. Wir haben mit Swiss zusammen gearbeitet, um anhand von Teilen von der HBIOC Upcycling-Produkte zu machen. Die Identität von Swiss ist natürlich wichtig, dass sich das auch so in den Produkten widerspiegelt bezüglich Qualität und Präzision. Es ist in dem Pilotprojekt nicht nur darum gegangen, neue Produkte zu entwickeln, sondern eben, dass die eigene Funktion aufnehmen können. Zeitlos und minimalistisch, im Design auch der Swiss treu bleiben und gleichzeitig, dass man die Flugzeugteile wirklich auch so belohnt, dass sie immer noch nach dem IOC aussehen. Von dort kommt auch Recraft. Ich denke, für die Zukunft ist es essentiell, dass wir mehr in Kreisläufe denken. Dadurch, dass viele Emotionen an so einem Flugzeug hängen, ist es schön, dass so ein Flugzeug nicht einfach aufhört zu existieren, sondern dass man eigentlich einen sanften Übergang schafft mit der Recraft Collection. Unser Wunsch ist natürlich, dass das auf ganz viel Anklang stößt und dass wir das in Zukunft in den Standardprozess vom Phase-Out integrieren können, sodass wir noch viel mehr Swiss Recraft Collections produzieren können.